Gefährliche Bestien, uralte Götter und rätselhafte Funde. Vor 5000 Jahren fürchteten sich die Menschen in Mesopotamien vor dunklen Vampiren, die ihre Seelen im Schlaf aussaugten. Ein unvorstellbarer Albtraum? Genau solche Berichte finden sich in zahllosen Überlieferungen aus unterschiedlichen Zeitaltern, in denen auch Werwölfe, vom Himmel steigende Götter und sogar fremdartige Wesen eine Rolle spielen. Einige Forschende behaupten sogar, Außerirdische hätten unsere Vorfahren einst genetisch manipuliert. Klingt das zu fantastisch, um wahr zu sein? Bleib dran und erfahre, wie moderne Archäologie diese Mythen auf den Prüfstand stellt, während sie Hinweise zutage fördert, die jede Skepsis ins Wanken bringen können. Von blutdurstigen Gestalten, die offenbar schon lange vor dem sagenumwobenen Graf Dracula ihr Unwesen trieben, bis hin zu möglichen Artefakten im Roten Meer, die den spektakulären Exodus bestätigen sollen. Was, wenn wir jahrtausendealte Legenden viel zu schnell als Fantasie abtun? Forscher beschäftigen sich mit einer fast unglaublichen Theorie. Gibt es ein Paralleluniversum, in dem die Zeit rückwärts läuft? Auch Vermutungen über hochintelligente Dinosaurier geistern durch wissenschaftliche Zirkel. Klingt abwegig? Genau solche Ideen bewegen Menschen, die nach verborgenen Wahrheiten suchen. Was steckt hinter den angeblich heilenden Kräften jener Pyramiden in Bosnien, deren Existenz namhafte Archäologen bestreiten? Und wie soll man die Geschichten um riesige Meteoritenfunde bewerten, die sich später als Hoax entpuppten? Die National Aeronautics and Space Administration forscht zwar am Rand unserer Vorstellungskraft, doch nicht jedes sensationelle Gerücht hat wirklich Hand und Fuß. Unser Streifzug durch diese spannenden Grenzbereiche führt zu Schauplätzen, an denen Historie und Legende verschmelzen. Bist du bereit, Abgründe voller Werwolfsagen, Vampirgeschichten und außerirdischer Mysterien zu erkunden? Dann komm mit auf eine Reise durch längst vergangene Zeiten und schockierende Theorien der Gegenwart. Wir stellen die unbequeme Frage: Wo endet die Wahrheit und wo beginnt der Mythos? Bereite dich auf Gänsehaut vor. Denn was du in den nächsten Minuten erfährst, könnte deine Sicht auf Geschichte und Wissenschaft für immer verändern. Doch was, wenn wir längst Beweise für das Unglaubliche übersehen haben? In den frühen Hochkulturen Mesopotamiens spielten unheimliche Wesen eine zentrale Rolle. Lange vor dem berühmten Graf Dracula erzählten die Sumerer von den Edemu, geistähnlichen Kreaturen, die menschliche Lebensenergie raubten. Diese Urvampire galten als rastlose Seelen derer, denen man keine angemessenen Bestattungsriten gewährt hatte. Meist lauerten sie in der Dunkelheit, um ihre Opfer heimzusuchen und sie ihrer Kraft zu berauben. Jahrhunderte später flüsterten Menschen in Europa von blutsaugenden Kreaturen. Ein Beweis dafür, dass diese düsteren Mythen nicht nur überlebten, sondern wuchsen und sich veränderten. Ähnlich alt sind Legenden über Werwölfe. Im babylonischen Gilgamesch-Epos wird berichtet, wie die Göttin Ishtar einen früheren Geliebten in einen Wolf verwandelte, weil sie sich von ihm betrogen fühlte. Genau solche Geschichten fanden im Lauf der Zeit auch in Europa Anklang und schürten dort die Vorstellung, dass manche Menschen zu Bestien mutieren können. Spannend sind die Versuche, diese Motive psychologisch zu erklären. Der Assyriologe Julius Auert spekulierte, dass reale Krankheiten oder Wahnzustände die Faszination für Verwandlungen und Vampirismus befeuerten. Ein berühmtes Beispiel liefert König Nebukadnezar II., der laut Berichten an einer Form von Lykanthropie gelitten haben soll. Hat eine rätselhafte Krankheit den Mythos vom Werwolf erst erschaffen? Genau das legen einige Forscher nahe. Wenn ein Mensch tatsächlich fest daran glaubt, ein Wolf zu sein, verschwimmt die Grenze zwischen Realität und Aberglauben. Obwohl diese Mythen uralt sind, entfalten sie ihre Wirkung bis heute. Von unheimlichen Nachtgestalten in Europas Folklore bis zur modernen Popkultur ziehen Vampire und Werwölfe immer noch die Massen in ihren Bann. Tatsächlich stammt ein Großteil unserer Horrorbilder von mesopotamischen Vorstellungen ab, die über Jahrtausende hinweg weitergegeben wurden. Die Sumerer galten nicht nur als Erfinder gruseliger Kreaturen, sie verehrten auch mysteriöse Götter. Doch waren es wirklich Götter? Oder etwas viel Fremderes? Die alten Sumerer verehrten eine Vielzahl göttlicher Wesen, von denen die Anunnaki die höchste Macht repräsentierten. In ihren Schöpfungsmythen tauchen Namen wie An, der Himmelsvater, und Enlil, der Herr über Luft und Erde, auf. Aus diesen Erzählungen leiteten die Mesopotamier ihr Weltverständnis ab und begründeten einen komplexen Kult, der weit über den reinen Glauben an höhere Mächte hinausging.
Für viele Historiker stehen die Anunnaki sinnbildlich für das spirituelle Zentrum einer der ältesten Hochkulturen der Menschheitsgeschichte. Gleichzeitig gibt es Forscher, die eine umstrittene These vertreten. Laut Zecharia Sitchin, Erik von Däniken und Michael Tellinger waren die Anunnaki keine Götter, sondern hochentwickelte Außerirdische, die vor Jahrtausenden auf der Erde landeten, um Menschen für den Abbau von Rohstoffen zu erschaffen oder zu manipulieren. Nach Ansicht dieser Autoren deuten antike Texte und Darstellungen angeblich auf fortschrittliche Technologie hin, die damals niemand erklären konnte. Der Mainstream der Archäologie sieht solche Deutungen jedoch kritisch. Viele Wissenschaftler argumentieren, dass man in alten Mythen nichts anderes als symbolische Darstellungen menschlicher Bedürfnisse und Lebensumstände erkennt, keine Hinweise auf interstellare Kontakte. Ein anderes Beispiel für diese Ancient Alien-Debatte liefern die sogenannten bosnischen Pyramiden. Der Autor und Hobbyforscher Semir Osmanagic behauptet, es handle sich dabei um uralte, künstlich errichtete Hochtechnologiebauten. Tatsächlich haben Dr. Harry Oldfield und Dr. Slobodan Mistrak in diesem Gebiet ungewöhnliche Energiephänomene gemessen, was manche als Beleg für Osmanagics Theorien sehen. Etablierte Archäologen wie Curtis Runnels bezweifeln hingegen, dass es sich um echte Pyramiden handelt und halten die Hügel in Bosnien für natürlich entstandene Formationen. Auch hier prallen moderne Wissenschaft und Spekulation aufeinander, wobei beide Seiten ihre Sichtweisen mit Nachdruck verteidigen. Ob die Anunnaki nun himmlische Wesen oder Besucher von fernen Sternen waren, bleibt in dieser Kontroverse offen. Klar ist nur, dass Mysterien wie diese große Neugier wecken und unsere Fantasie beflügeln. Egal ob echte Götter oder hypothetische Aliens, manche Spekulationen gehen noch weiter. Paralleluniversenzeit, die rückwärts läuft, oder Reptilienmenschen. Vor einiger Zeit machten Schlagzeilen die Runde, in der Antarktis sei ein Spiegeluniversum entdeckt worden. Grundlage dafür war ein Experiment namens ANITA, das hochenergetische Teilchen in der Eisschicht nachwies. In manchen Fällen wirkten diese Partikel so, als kämen sie aus dem Erdinneren statt von oben, was die Frage aufwarf, ob Naturgesetze in einem Paralleluniversum buchstäblich auf den Kopf gestellt sein könnten. Einige Berichte überschlugen sich mit der Behauptung, hatte man hier etwa den Beweis für ein Paralleluniversum entdeckt, in dem Naturgesetze nicht mehr galten. Die National Aeronautics and Space Administration unterstützte ANITA zwar finanziell, doch Fachleute wie Alex Pizzuto und Anastasia Barbano vom IceCube Neutrino Observatorium gaben zu bedenken, dass Messfehler, unbekannte Wechselwirkungen oder andere natürliche Ursachen für die seltsamen Daten in Frage kommen. Ihrer Ansicht nach wäre es voreilig, gleich von einer Parallelwelt zu sprechen. Dieses Beispiel zeigt, wie schnell sich wissenschaftliche Hypothesen in spektakuläre Schlagzeilen verwandeln können, die dem ursprünglichen Forschungsstand kaum gerecht werden. Doch nicht nur unsere Vorstellung von Raum und Zeit sorgt für Spekulationen. Auch unsere eigene Vergangenheit wirft Fragen auf. Was, wenn sich eine hochintelligente Spezies aus den Dinosauriern entwickelt hätte und vielleicht noch immer existiert? Genau hier knüpfte der Paläontologe Dale Russell an, als er die Idee entwarf, Trudon hätte sich zu einer humanoiden Kreatur weiterentwickeln können. Gemeinsam mit dem Bildhauer Ron Seguin schuf er das Modell eines Trudon sapiens, eines aufrechtgehenden Reptilienmenschen, der Werkzeuge benutzen und Zivilisationen errichten könnte. Ob Paralleluniversum oder hypothetische Echsenherrscher. Beide Vorstellungen klingen für viele Forschende zu weit hergeholt, üben aber auf Mystery-Fans eine ungebrochene Faszination aus. Fest steht, dass uns das Unbekannte oft mehr beschäftigt als die bestätigten Tatsachen. Und genau diese Neugier treibt immer neue Theorien hervor. Von wildesten Theorien über Parallelwelten und Dino-Herrschern geht es nun in die Welt ganz irdischer Rätsel, die manchmal auch reine Erfindung sein könnten. Einer der spektakulärsten Fälle vermeintlicher Entdeckungen in den Vereinigten Staaten ist die Geschichte um den sogenannten Port Orford-Meteoriten. In den 1850er Jahren behauptete John Evans, in einem abgelegenen Gebiet Oregons einen riesigen Meteoriten gefunden zu haben. Er ließ eine Probe untersuchen und malte das Bild eines wertvollen kosmischen Brockens, der allerdings viel zu schwer war, um ihn vom Fundort zu bergen. Jahrelang suchten Abenteurer und Wissenschaftler nach dem mysteriösen Gestein, nur um immer wieder mit leeren Händen zurückzukehren. Erst Jahrzehnte später kam die Wahrheit ans Licht. Edward Henderson vom Smithsonian, der Historiker Howard Plotkin
und die Metallurgen Vagen Buchwald und Roy Clark untersuchten das Material eingehend und wiesen nach, dass es sich keineswegs um einen neu entdeckten Meteoriten handelte. Die Probe stammte vielmehr aus einer bereits bekannten Fundstelle in Südamerika und war offenbar absichtlich als Sensation präsentiert worden. Ein anderes Rätsel, das immer wieder auftaucht, dreht sich um angebliche Chariot Wheels im Roten Meer. Der Hobbyarchäologe Ron Wyatt behauptete, dort vergoldete Wagenräder und weitere Relikte der ägyptischen Armee gefunden zu haben, die beim biblischen Exodus unterging. Auf Fotos meinte man, verkrustete Rundungen zu erkennen, die Rädern ähneln. Dennoch fehlte es an eindeutigen Belegen oder überprüfbaren Fundstücken, was Fachleute in starke Zweifel versetzte. Bis heute gibt es keine offizielle Bestätigung, dass jemals echte Wagenteile aus Pharaos Zeit am Meeresboden gesichtet wurden. Vielmehr deuten Kritiker darauf hin, dass Kalkablagerungen oder korallenartige Strukturen leicht mit Artefakten verwechselt werden könnten. Ob fiktiver Meteoritenfund oder fragwürdige Wagenteile im Meer. Beide Beispiele zeigen, wie schnell sich eine spektakuläre Erzählung um angebliche Sensationsfunde spinnen lässt. Doch nicht alle Himmelsobjekte und Wunder erweisen sich als Hirngespinst. Wenn Himmlisches manchmal nicht existiert, wie steht es dann mit UFOs und anderen fliegenden Phänomenen? Zeit, in die moderne Gegenwart zu springen. Idaho rückte im Jahr 2020 ins Rampenlicht, als das National UFO Reporting Center einen regelrechten Anstieg gemeldeter Sichtungen verzeichnete. Leuchtende Kugeln, pfeilschnelle Lichter und unbekannte Flugkörper wurden dort häufiger gesichtet als in vielen anderen Bundesstaaten. Neugierige Menschen standen nachts im Freien und richteten den Blick gen Himmel, in der Hoffnung, ein Stück vom Unfassbaren zu erhaschen. Die Berichte überschlugen sich beinahe, doch führte das auch zu berechtigtem Zweifel. Wie viele Beobachtungen ließen sich tatsächlich als UFOs einordnen und wie viele waren vielleicht doch etwas ganz Alltägliches? Eine mögliche Erklärung liefert die Wissenschaftsjournalistin Sarah Scholes. Sie weist darauf hin, dass viele vermeintlich außerirdische Erscheinungen letztlich auf militärische Tests oder Satelliten zurückzuführen sind. Etwa die Starlink-Konstellationen von SpaceX, die regelmäßig für Aufregung sorgen. Auch Wetterballons oder Drohnen können schnell für UFOs gehalten werden, wenn man sie nur flüchtig wahrnimmt. Hinzu kommt, dass in Zeiten sozialer Medien Berichte über seltsame Sichtungen rasend schnell Verbreitung finden und sich gegenseitig hochschaukeln können. Die Faszination bleibt aber ungebrochen. Wer eine unerklärliche Lichterscheinung sieht, neigt eher dazu, an etwas Außergewöhnliches zu glauben. Nicht minder rätselhaft sind die sogenannten Skyquakes, laute, explosionsartige Donnerschläge am Himmel, deren Ursprung unklar bleibt. Manche vermuten Militärjets, die beim Überschallflug eine Schallmauer durchbrechen. Andere deuten sie als natürliche seismische Phänomene, die durch tektonische Bewegungen entstehen können. Schon der Schriftsteller James Fenimore Cooper berichtete im 19. Jahrhundert von Himmelsschlägen, die ihm rätselhaft vorkamen und ganze Ortschaften in Unruhe versetzten. Bis heute ist ihr Ursprung nicht vollständig geklärt, was allerlei Spekulationen befeuert. Ob unerklärliche Lichter oder gewaltige Schallereignisse. Im Luftraum finden sich noch immer Phänomene, die nicht eindeutig enträtselt sind. Viele Beobachter hoffen auf Beweise für außerirdisches Leben, andere suchen rationale Erklärungen. Eines steht fest: Das Staunen über das Unbekannte ist noch lange nicht vorbei. Doch nicht nur der Himmel hält Rätsel bereit. Auch unsere Erde birgt uralte Bauwerke und Artefakte, die uns bis heute staunen lassen. Im Land der Pharaonen fasziniert bis heute die Stufenpyramide des Königs Djoser. Erbaut vor rund 4700 Jahren, gilt sie als erster monumentaler Steinbau in Ägypten. Unter der Leitung des legendären Archäologen Zahi Hawass wurden in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Restaurierungen und Untersuchungen durchgeführt, um das Ausmaß dieser Struktur zu erfassen. Djosers Grabkomplex besitzt ein weit verzweigtes Tunnelsystem und beeindruckende Schutzmauern. Hinweise darauf, wie fortschrittlich das altägyptische Ingenieurswesen schon in jenen fernen Zeiten war. Ebenso eindrucksvoll ist die vielleicht älteste Brücke der Welt in Girsu, einer Stadt des alten Mesopotamiens. Der britische Archäologe Sebastian Rey entdeckte, dass eine große Backsteinstruktur ursprünglich ein Wasserkanal war, über den eine Brücke führte. Sie könnte bereits vor 4 Jahrtausenden errichtet worden sein und belegt das hohe Niveau der mesopotamischen Baukunst.
Solche Funde rücken die Wiege der Zivilisation erneut ins Scheinwerferlicht und zeigen, dass nicht nur die Ägypter technologische Vorreiter waren. Bei Artefakten wie dem unentzifferten Schwert aus dem 13. Jahrhundert stehen Forschende indes noch immer vor einem Rätsel. Die Klinge weist eine Inschrift auf, die weder Historiker noch Kryptographen bisher zu deuten vermochten. Selbst am British Museum scheiterte man an dem Code. Auch die Vergangenheit Südindiens birgt Geheimnisse. Dr. P.J. Cherian legte in der heutigen Region Kerala Überreste der antiken Handelsstadt Muziris frei, die einst für ihren florierenden Pfefferhandel berühmt war. Federico de Romanis führt den Niedergang dieses Ortes auf die schwindende Nachfrage aus dem Römischen Reich zurück, wodurch die einst blühende Metropole in Vergessenheit geriet. Wer möchte, kann überdies das angebliche Stargate von Sri Lanka ins Spiel bringen, ein in Fels geritztes Symbol, das manche für einen Portalzugang zu fremden Welten halten. Allerdings bezeichnet Professor Raj Somadeva solche Ideen als neokoloniale Fantasien und mahnt zu mehr Respekt vor dem historischen Kontext. Ob Vampire und Werwölfe im alten Mesopotamien, rätselhafte Göttergestalten wie die Anunnaki oder vermeintliche Parallelwelten in der Antarktis. Schon in den ersten Teilen unseres Streifzugs hat sich gezeigt, wie eng Fiktion und reale Forschung manchmal nebeneinander existieren. Einige Theorien reichen dabei ins Spekulative, während andere auf harten Fakten basieren oder sogar als Hoax entlarvt wurden, wie der angebliche Meteoritenfund in Oregon oder die Diskussion um Wagenteile im Roten Meer. Trotzdem sorgen solche Geschichten nach wie vor für Aufsehen, weil sie an den Grundfesten unserer gewohnten Wahrnehmung rütteln. Dass UFO-Sichtungen und mysteriöse Himmelsschläge nicht zwingend außerirdischen Ursprungs sein müssen, deutet das Beispiel von Idaho. Satelliten, Drohnen oder sogar natürliche Phänomene können schnell für Unbekanntes gehalten werden. Und doch bleibt bei vielen Beobachtungen ein Restzweifel. Ebenso rätselhaft sind die antiken Bauwerke, die Djosas gewaltige Stufenpyramide oder die entdeckte Brücke in Girsu. Sie demonstrieren eindrücklich, dass frühe Kulturen über technisches Know-how verfügten, das wir oft unterschätzen. Zugleich geben uns manche Artefakte, wie das verschlüsselte Schwert oder die verborgenen Relikte der Handelsstadt Muziris, bis heute Rätsel auf. Man erkennt, ob Hoaxes oder handfeste Funde, das Unbekannte übt eine besondere Faszination aus und kann uns sogar an bekannten Wahrheiten zweifeln lassen. Was meint ihr? Sind wir erst am Anfang unserer Entdeckungen oder wissen wir längst genug, um Legenden von Fakten zu trennen? Vielleicht steckt in vielen Mythen ein wahrer Kern, der nur darauf wartet, mit moderner Forschung ans Licht zu gelangen. Schreibt uns gern in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Abonniert unseren Kanal für mehr faszinierende Mysterien und zeigt uns mit einem Daumen hoch, dass euch diese Themen begeistern. Die Reise ist aber noch nicht zu Ende. In unserem nächsten Beitrag widmen wir uns weiteren Grenzbereichen zwischen Wissenschaft und Fantasie. Denn so manches Geheimnis der Vergangenheit könnte uns lehren, wie wenig wir tatsächlich über unsere eigene Welt wissen. Seid also gespannt auf noch mehr unentdeckte Wunder.